Unser schön gelegenes Hotel ist die ideale Ausgangsbasis für eine Fahrt in die nur 20 Kilometer südlich gelegene Berglandschaft, wo mit einer Seilbahn über 2 Schluchten hinweg eine weitere Attraktion auf uns wartet. Diese bringt uns nicht nur deutlich schneller als die Straße, sondern auch wesentlich aussichtsreicher zu dem am Ende der zweiten Schlucht gelegenen Kloster Tatev. Mit einer Länge von fast 6 Kilometern hat die Seilbahn als die weltweit längste dieser Art sogar einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde erhalten. Von der Ausgangsstation aus überblickt man ein weites Schluchtensystem, das die Bahn ohne wesentlichen Höhengewinn überspannt. Die Zielstation ist bislang noch nicht in Sichtweite. Nun beginnt die hochinteressante Fahrt mit der auch Wings of Tatev genannten Bergbahn. Am Ende der zweiten Schlucht taucht schließlich die Endstation auf, womit sich auch bald ein erster Blick auf die Klosteranlage Tatev eröffnet. Nach der Ankunft verschaffen wir uns sogleich einen Überblick über den sehenswerten Gebäudekomplex, der einen Teil seiner Attraktivität natürlich auch seiner vorzüglichen Lage am Rande der Schlucht verdankt. Die bereits im 9. Jahrhundert gegründete Kirche hatte zunächst für 300 Jahre Bestand. Aber schon Ende des 12. Jahrhunderts kamen die Türken Seldschuken nach Süden Armeniens und hier wurde alles verwüstet, zerstört und erst im 13. Jahrhundert wurde das Kloster wieder aufgebaut. Und hier, weil zu dieser Zeit wurde hier die zweite armenische Universität eröffnet. Auch auf der Rückfahrt vom Kloster bieten sich nochmals eindrucksvolle Landschaftsimpressionen aus neuer Perspektive. Nach Beendigung der aussichtsreichen Seilbahnfahrt ist nun das weitere Tagesprogramm größtenteils der Überbrückung von Entfernungen vorbehalten. Von Tatev aus geht es nun in nordwestlicher Richtung zunächst zum Selim-Pass und anschließend weiter zum Sevan-See, an dessen Westufer noch eine Besichtigung von Sevanavang ansteht, bevor wir unseren Übernachtungsort Dilijan unweit der Grenze nach Georgien erreichen.
Auch auf dieser langen Fahrstrecke dominieren absolut sehenswerte Landschaftsbilder, insbesondere während der Auffahrt zum Selimpass. Nun haben wir die Passhöhe erreicht, was unsere kleine Gruppe auf 2400 Metern Meereshöhe umgehend mit einem kräftigen Schluck armenischen Cognacs würdigt. Hier gibt es auch noch eine der verbliebenen Karawansereien zu bestaunen, die im Mittelalter entlang der Haupthandelsstraßen im Abstand von Tagesmärschen gebaut wurden und Mensch und Tier Zuflucht boten. Wenig später fahren wir hinab zu dem auf 1900 Metern Höhe gelegenen Sewansee, dem größten Süßwassersee der gesamten Kaukasusregion. An dessen Westufer liegt in traumhafter Lage das Kloster Sevanavank, dem wir natürlich einen kurzen Besuch abstatten. Auf der Weiterfahrt hinab zu unserem Übernachtungsort Dilijan wird es allmählich dunkel und erst nach Einbruch der Nacht beziehen wir unser großzügig dimensioniertes Hotelzimmer.